He'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Sam. Fuck! Der ist abgesoffen. Ertrunken. Scheiße. Oh Gott. Okay. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Ach du heilige Blöre. I can't imagine what it was like for her to lose 2 sons after she'd already lost 2 brothers. Oh ja. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ach du heilige Scheiße. Oh, da drüben haben wir auch noch was. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Ach du heilige Blöre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, im Spielen kann man nichts machen. Müssen wir wahrscheinlich wieder zurückkrabbeln. Weil die Tür ist zugnagelt, Entschuldigung, zugemacht einfach. Alles unlogisch, warte mal, kann man rum. Mal raus. Muss es doch irgendwo noch einen anderen Weg geben. Da oben war aber nichts, da könnte es natürlich nichts sein. Okay, nee, wobei dann auch, wir müssen zurück. Da wird irgendwo was aufleuchten. Ja, unser Haus. Das ist das Haus von unseren Eltern damals. Also von unserem Urvater, Opa. Ach du Schande, Mann. Leute, bitte denkt dran, ey, macht alles, es ist, kümmert euch ums Kind, scheißt aufs Telefon, ihr seht, was passiert. Holy shit. Gibt's hier noch was? Aber ich finde es komisch, dass es da nicht weitergeht. Ich bin ja gerade leicht irritiert. Müssen wir ganz wieder zurück? Nee, das wäre jetzt doof. Da ist auf jeden Fall noch ein Schloss davor, da kann man nichts machen. Ich bin trotzdem noch ganz überzeugt, da drüben geht's noch weiter. Ich hab's wahrscheinlich nur übersehen. Sind wir gerade so schnell im Flow drin gewesen, jetzt sind wir dort rausgerissen, weil wir den Weg suchen. Ah. Ah, wird gespeichert, ist okay. Das haben wir gelesen. Da oben waren wir gerade. So, wir gehen gerade mal hoch. Gibt es da noch irgendwo einen mega geheimen Weg, wer weiß. Hopp, hopp. Edith. Jetzt komm, keine Möglichkeit vortäuschen. Jetzt weiß ich, was du bis jetzt gelaufen bist, Kind. So. Und rüber, genau. Habe ich hier irgendwas übersehen? Staubsauger hier oben. Viel Spaß beim Hochtragen. Ah, ja. Ah, Fenster, ich hab's doch gewusst. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Von einem Job als Englischlehrerin. Okay, cool. Lewis was born a year later. Hier ist ein Jahr später. Oh Gott. Okay, jetzt schauen wir nicht runterzukommen, dann müssen wir hoch. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Ja, das I'm sure verstehe Edie ich. was happy to have her back.
Edith, Milton, Lewis. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Das war Eddie ja gewohnt. And for a while, things were good. Almost Seitdem war normal. alles gut. Fast normal. Oh, das hätte ich euch so gewünscht, ganz ehrlich. Nach der Story, nach dem Sache, was alles passiert ist, wäre so eine Quälerei. But it didn't last. Ah, fuck it. Schönes Bild, das haben wir hier für ein Buch. To teach and to learn. Seven ways to create a fulfilling classroom. Dawn Finch. Oh, The kacke. beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Ein Schloss geschenkt hatte. Schenkte. Ah, Aufzug, okay, cool. Schick. Milton. Gibt's hier sonst noch was zum Angucken? Nö. Okay. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Der Zauberpinsel. Achso, muss ich durchlaufen lassen, okay. Hm. So schön gemacht, das Ganze. Hammer. I was 4 when Milton disappeared. Einfach verschwunden. Jetzt wo lang? Ach, wieder runter, okay. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Laufen wir hier lang. Außenrum. Achso, kann man gar nicht. Okay, dann wieder zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey, die Familie, oh shit. Ah, wir können da aber hoch. Oh, gar nicht aufgefallen. Dass die Tür uns aufgerissen wurde. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Aha. Von jedem, der After he starb, hat sich die Tür graduated, he just zugemacht. spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Oh, das ist so heftig, was denen widerfahren ist. Das ist so übel. Ah, achso, wir können es aufmachen. Okay, mal gerade drüber klettern. Wird gespeichert. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Mhm. Exit. Hat auf jeden Fall ein verdammt cooles Zimmer, muss ich mal sagen. Alle Achtung. Ah, cool. Wonderland Turbo. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Starb. Der war gut. Starb ständig. Davis Finch, was haben wir hier? Oh nö.
Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. Er zog sich innerlich In our zurück. sessions, I saw the same behavior. In der Sitzung habe His mind ich... began to... Okay. Der Geist begann zu... Oh, oh nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Soll ich machen? Kann nichts tun? Hallo? wander. Kann herzuschweifen. Ach so. Ah, ich muss jetzt hier langlaufen. Ah, jetzt kapiere ich das Ganze. I asked him to describe it. Bei dem ist es beschreiben. He said he started small, So klein angefangen. imagining a labyrinth. Stellte sich ein Labyrinth. He'd feel his way about. Einen Recht zu finden. Ja, ist im Labyrinth immer so Then einfach. something moved. Bewegte Bats sich etwas. Fledermäuse. and toads. Töten. Okay, da kommen wir nicht weiter. Hier vielleicht? Ja. Drache. And Okay. things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Okay. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. Tagträume in der Konservenfabrik. Das ist I aber spoke with schlecht. his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Methodisch unverwundlich fokussiert. Like a whole new Lewis. Geht's neuer Louis, okay. So I let him go on. I even encouraged him. Motivierte ihn sogar. It seemed aha. very promising at first. Das ist sehr vielversprechend aus. He Das ist told me he'd Hundi. made a new friend. Hundi, hallo. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Schritt für Schritt, Stein auf Stein. Then he Okay. made musicians, Schuf für Musiker, aha. and songs for them to play. Und Lieder, die sie spielen sollen. Mhm. He talked about starting a band, Hört sich alles bis jetzt echt gut an. and he was always humming something. Vor sich hin. Every day Okay. his imagination grew stronger. Ich kann das He no auch, longer okay. spoke at the cannery, Oh oh. but his chopping was as reliable as ever. Da hat die Then one day it Zuverlässigkeit. struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, Steine an seinen were Füßen. all in his imagination, so he could Ah, do whatever he wished. So konnte er tun, was immer er wollte.
Ja, ist der König in seiner eigenen Fantasie. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. St. Louis, yay. He started drifting away from our reality. Oh oh. Ah nee, ich mach nichts, dass wir irgendwo ranklatschen. Okay. Er schmeißt den Fisch weg, Mann. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Wo segelt ihr weiter? Oh oh. In Jemand kam Louisburg, he heard Alles rumors klar. of a beautiful prince. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die Prinzessin. Verdammt. The prince was on his own quest for Suche nach einer finsteren Schlange. sinister serpents. He followed the sound of his Ja, Silberharfe. silver harp. Finde ich aber grad cool. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Er verdrängt immer mehr die Realität. Seht ihr das gerade? Ich nehme es gerade gar nicht mehr richtig wahr. Das But he was so proud of having created it. so stolz, dass er das geschafft hat. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Oh For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Aufstieg. Oh, was passiert? Ich glaube, ich war am Twisser. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Will ich jetzt nicht streiten. Okay, wir sehen gerade Louis. Er ist aus seiner Fantasiewelt wieder draußen. In der harten Realität, für ihn zumindest. Sein Spinn gehe ich mal davon aus, weil das Began to forget the world we know. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Das ist zu schön. Finch. Nee, oder?
I still thought I could save him. Könnt ihr ihn retten? Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Mein Volk, danke. Dankeschön, Dankeschön. Der König läuft nicht, er steht und lässt sich befördern. Die Katze ist ja geil. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Molly, was geht? Yo Molly, I love you. Ja Mann, Kinder, ich weiß. Danke. Euer König ist da, der alles ohne Krieg schafft. Ah, und wie geht's hier? Schon zweit ausgebaut. Holding his crown. Sein Prinz wartet, dass seine Krone in Händen hält. Und du, ne? Auch alles There's only gut. one thing left to do. Noch eines zu tun. Ich hab schon ein Gefühl. Oh, fuck. Bend down his head. Den Kopf zu neigen. Really? Das ist aber nicht gut, das ist nicht gut. Das wird Suizid gemacht, ich rasch raus. And Gott, last I think nein. you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Oh, leck am Arsch. My brother was really cool. I wish you could have met him. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Was geht denn hier für ein schlechter Film ab? On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Ich weiß es nicht. I wish we'd stayed. Aha. But I understand why we left. Kleine süße Küche. Oh Gott, okay, deswegen so ein Gebet oder My mom sowas. ended up leaving everything behind. Das soll unser Zimmer sein. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Uns fehlen aber noch 2 Stück. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ich habe ihn rausgefunden noch. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused.
Okay, wir können uns bewegen. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Okay, es gibt einen anderen Eingang auf jeden Fall. Kriegen wir vielleicht auch noch die letzten 2, die uns fehlen, von der Geschichte her? That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. Oh, shit. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Bett? Ah, Buch. Oh, hier ist es ja. History of Finch bei Eddie Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Ganz weit ins Meer zurückgezogen. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Mhm. Mit dem Haus, wo es eigentlich herkommen wollte. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Wir haben jetzt geradeaus weiter, da kann man es nicht verirren. I got turned around. Ja, jetzt bin ich auch konfus. Haben hier einen Stein. Toll. Nu. For a while, I wondered. I started seeing things. Okay. Ja, hat sich ein bisschen wahrscheinlich. Things I'd forgotten had ever existed. Dinge, deren Existenz ich völlig vergessen hatte. Bett? But when I saw them, they felt like old friends. That Stuhl? night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Ah, okay, jetzt was Sachen, die alles im Haus drin waren wohl. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Und I never saw Great Grandma Edie again. tschüss, Oma. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. Das Beste draus zu machen, ja, das glaube ich. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. Okay. The rest happened pretty quickly.
She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. Ist mir jetzt gerade ein Baby, was sie auf die Welt But I bringt? guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Ist mir ein Baby jetzt, was auf die Welt kommt? This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. What the fuck? Was ist denn mein Sohn? Ach du Scheiße. Shirley Dallas 1948 bis 2013. Sehr geehrte Damen und Herren, das war What Remains of Edith Finch. Ein richtig krasses, tolles, wunderbares Story Game. Wunderbar gemacht, hübsche Grafik, Story mega fesselnd. Aber Alter, ernsthaft? Boah. Also die Familie war definitiv von einem Fluch verfolgt. Was da alles passiert ist und wo sich herging und keine Ahnung. Aber das war ja zu heftig für die Welt. Krass, einfach nur krass. Vor allem, da ist ja im Grunde einer am anderen weggestorben. Das Krasse ist, war neben dem Kind, das ist ja der Hunken, das kleine einjährige Baby. Wie hieß er nochmal? Ich weiß gerade nicht, egal, es war zu viele Namen. Ich habe ein Name-Problem ein bisschen. Aber ey, Leute, das war das Ding, ey, fuck aufs Telefon, mal kümmere dich, dass der Kleine aus der Wanne rauskommt, soll auf mir aus nackt über den Boden robben oder sonst was, aber ey, nicht sowas. Oh Mann. Unlockable Programmers. Ah, geil. Archiv mir gerade gekriegt. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, sehr schön. Respekt an die Entwickler. Mega. Ich bin hin und weg von dem Spiel. Und ja, was gibt es noch kurz dazu sagen? Ihr habt meine Meinung kundgetan. Kann es euch empfehlen. Es fehlt, glaube ich, noch ein oder zwei Charaktere fehlen noch. Naja. Und es war auf jeden Fall Ehre, mich spielen zu dürfen. Und wir hören uns das nächste Mal in der nächsten Geschichte, in einem anderen Universum, in einem anderen Leben wieder. In diesem Sinne, auf Wiederhören sehen. Tschüss.